Nie wieder krank sein dank kaltem Wasser? Ich habe es ausprobiert und 2 Jahre lang eiskalt geduscht. Heute präsentiere ich euch die 4 wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Langzeitexperiment. Hi, ich bin Josef. Und ihr fragt euch jetzt sicher, hat er dieses Video nicht schon mal gemacht? Ja, ich habe 60 Tage lang eiskalt geduscht, konnte aber aufgrund der begrenzten Zeit keine Langzeiteffekte feststellen. Ein gestärktes Immunsystem muss ja auch erstmal gestärkt werden. Das geht nicht so schnell. Daher habe ich verlängert. Und bei den ganzen Versprechen übers eiskalt Duschen, kein Wunder. Kaltes Duschen ist ein Alleskönner. Es strafft die Haut, macht wach, stärkt das Selbstbewusstsein, verbessert den Schlaf, hilft beim Abnehmen, erhöht die Willenskraft, macht glücklich und man wird nie wieder krank. Wirklich wissenschaftlich belegt ist von diesen Vorteilen allerdings sehr wenig. Da die wenigen Effekte, die ich an mir feststellen konnte, mir gut gefallen haben, wacher in den Tag starten, mich körperlich besser zu fühlen, straffere Haut zu haben, war von Anfang an klar, dass ich das Experiment länger mache. Denn ihr wisst ja, was mit dem Typen passiert ist, der sein Leben lang nie kalt geduscht hat. Dieser, wie hieß der? Ihr wisst doch, wen ich meine. Elvis Presley. Elvis Presley war bekennender Warmduscher. Genau wie Karl Lagerfeld und auch Marilyn Monroe. Und wisst ihr, was sie alle gemeinsam haben? Was sie eint? Die sind alle tot. Vielleicht hatten sie auch einfach keine Lust auf die Arbeit, die mit Kaltduschen einhergeht. Denn damit anzufangen, ist gar nicht so einfach. Und wer ist inzwischen seit 2 Jahren kein Warmduscher mehr und offensichtlich nicht tot? Vielleicht verleiht Kaltduschen ja wirklich Superkräfte. Und was sich sonst noch verändert hat, welche Effekte geblieben sind und welche vielleicht stärker geworden sind, erfahrt ihr in diesem Video. Rewind 2023. Als ich damals mit dem Kaltduschen-Experiment anfange, startet die Eingewöhnungsphase mit einigen Ups and Downs. Aber es treten sehr schnell einige Effekte auf, die aber eher von kurzer Dauer sind. Außer einer. Die Stimmungsaufhellung am Morgen ist deutlich spürbar. Ich habe richtig Lust auf den Tag. Dabei habe ich heute eher nervige Sachen auf der Tagesordnung. Aber leider verschwindet dieser Effekt auch sofort, wenn ich unregelmäßig dusche. Also Routine scheint hier wichtig zu sein. Während des 60-Tage-Experiments dusche ich fast jeden Tag. Das sorgt aber auch für einen unerwünschten Nebeneffekt. Pickel. Nach den 60 Tagen und auch durch eure Kommentare entwickle ich dann aber eine für mich passende Routine, die nicht täglich, aber regelmäßig ist. Und dafür passe ich 2 Elemente an. Erstens, ich dusche nur noch richtig heiß, weil sonst ist es kalt und man friert so, das ist unangenehm. Nein, nicht ganz. Ein Unterschied zum damaligen Experiment ist, dass ich jetzt nicht mehr von Anfang an komplett eiskalt dusche, sondern der gesundheitlichen und wissenschaftlichen Empfehlung folge. Ich fange lauwarm an und am Ende geht's in die Arktis. Ich fange in der Mitte an, dass es quasi auch warm und kalt gleichzeitig ist. Dann gehe ich ganz langsam immer weiter, bis ich ganz am Ende auf eiskalt bin. Und das versuche ich 1 Minute auszuhalten. Und es tut wirklich gut. Ich fühle mich wirklich gut damit. Es ist halt noch nicht so brutal. Es ist einfach so ein ganz langsamer Weg in die Kälte. Das heißt, in den letzten 2 Jahren habe ich jede Dusche mit eiskaltem Abduschen beendet. Und das meistens unter 10 Grad, weil kälter geht nicht bei meiner Dusche. Das waren jetzt aktuell wieder 9 Grad, habe ich eben gemessen. Und wenn ich die dann habe und super, super eiskalt bin, dann gehe ich ganz drunter, aber mit dem Kopf versuche ich es immer zu lassen. Also das kann nicht gut sein. Ich mache die Haare im kalten Wasser, aber ich versuche nicht so knallhart 9 Grad kaltes Wasser für Minuten über meinen Kopf gehen zu lassen. Das ist einfach nicht gut fürs Gehirn. Muss ich nichts riskieren. Das heißt, der Körper macht dann wirklich diese Eisdusche, aber der Rest nicht. Stelle ich mich hier ein bisschen an? Ich meine, ich war schon als Dokumentarfilmer in der Arktis bei minus 40 Grad unterwegs. Ja, aber da warst du nicht nackt. Ja, okay, immer diese Details. Hätte ich eine Badewanne, hätte ich vielleicht auch eine weitere spannende Variante ausprobieren können, auf die ganz viele schwören. Ein Bad nehmen und die Wassertemperatur langsam auf 15 Grad abkühlen lassen. Das soll einen ähnlichen Effekt haben. Vielleicht, weiß ich nicht, finde ich ja demnächst mal eine herren- oder damenlose Badewanne, in der ich das ausprobieren kann. Aber vorher habe ich noch ein ganz anderes Problem, das mich ein bisschen mehr belastet, als ich gerne zugeben würde. Wenn es eine Sache gibt, die mir seit meiner Kindheit zu schaffen macht, dann ist das meine Haut. Die ist anscheinend sehr empfindlich und neigt sehr schnell dazu, viel zu trocken zu sein. Neurodermitis und Schuppenflechte kommen erschwerend hinzu. Ob nun Stress oder auch andere Einflussfaktoren, bei vielen Experimenten erlebe ich oft deutliche Effekte auf meine Haut. Und das meistens zum Schlechteren. Mit juckenden Stellen bis hin zu Entzündungen und auch das kalte Duschen hatte leider auch negative Effekte auf meine Haut. Ich habe seit der ersten Woche des Duschens so Pickel bekommen und ich weiß nicht warum. Ziemlich unangenehm.
Kaltes Wasser entfernt Schmutz und Öl weniger effektiv als warmes Wasser, was zu verstopften Poren führen kann. Zumindest bei mir. Aber da ich mich jetzt ja lauwarm wasche und dann erst kalt dusche, habe ich ein neues Problem. Meine Haut ist wieder trocken und im schlimmsten Fall gereizt. Die Studienlage ist leider noch sehr begrenzt dazu. Da gibt es bis jetzt nur so begründete Vermutungen, dass kaltes Duschen einen positiven Effekt hat, weil es Durchblutungen fördert und Entzündungen reduzieren kann. Belegt ist hingegen aber, dass warmes Duschen für die Haut schädlicher ist als kaltes Wasser, weil es sie austrocknet. Glücklicherweise gibt es aber eine Lösung, die mir hilft, wie bis jetzt nichts zuvor. Meine Haut ist seit meiner Kindheit ein großes Problem und meine Experimente helfen da oft leider eher weniger, vor allem wenn ich mich hohem Stress oder auch einfach ungesunden Lebensmitteln aussetze. Daher habe ich einen Monat lang meine gesamte Hautpflegeroutine umgestellt, denn so bis jetzt kann es nicht weitergehen. Pickel, Rötungen, trockene, juckende Stellen sind eigentlich Alltag für mich. Doch der Weg weg davon war einfacher als gedacht, mit Formelskin. Formelskin ist die Digitalisierung der medizinischen Hautpflege. Du füllst ein paar Fragebögen aus, wählst ein paar ungeschönte Selfies hoch, ja, die mit den Pickeln und nicht mit irgendwelchen Filtern, und du bekommst einen individuellen, auf deine Probleme abgestimmten Hautplan von Hautärztinnen und Hautärzten zusammengestellt. Ja, von echten Medizinerinnen und Medizinern. Und dann kommt die Hautpflege direkt zu dir nach Hause. Und für mich das Wichtigste, die Formel, meine auf mich abgestimmte Hautcreme, die alle meine Probleme lösen soll. Und dazu noch eine Waschlotion, eine Pflegecreme und eigentlich eine Sonnencreme. Die hat in meinem Paket gefehlt. Ist aber kein Problem. Ich habe kurz nachgefragt und ein paar Tage später wurde sie mir nachgeschickt. Nachfragen und Feedback ist übrigens ein fester Teil des Pflegeplans und immer möglich. Ich nutze das Ganze jetzt erst ein paar Wochen und ganz ehrlich, nach ein paar kurzen Erstverschlechterungen, die ich auch mit meiner Ärztin besprochen habe, ist meine Haut viel, viel besser geworden und ist es jetzt noch. Und das trotz meiner Experimente. Falls ihr also auch Probleme mit eurer Haut habt, sei es durch Stress oder andere Sachen, probiert gerne mal Formelskin aus. Mit meinem Code TheChangeman erhaltet ihr als Neukunden und Neukundin 40% Rabatt auf die ersten 2 Monate. Ja, meine Haut geht's endlich besser. Aber habe ich durch das kalte Duschen jetzt eigentlich Superkräfte bekommen oder nicht? Während des Langzeitexperiments treten auch Effekte auf, die ich in diesen ersten 60 Tagen gar nicht wahrgenommen habe. Auch wenn ich anfangs echt spannende körperliche Phänomene beobachten konnte. Ich spüre die Wassertemperatur nicht. Es fühlt sich weder warm noch kalt an, als hätte das Wasser exakt meine Körpertemperatur. Der Effekt war echt beängstigend. Und wäre mir danach noch warm geworden, hätte ich echt Angst gehabt, dass ich unterkühle. Dann passiert übrigens Folgendes. Wo ist mein Videorekorder? Wenn der Körper sich stark abkühlt, bei kaltem Wetter oder durch sehr kaltes Wasser, kann es sein, dass man plötzlich das Gefühl hat, es würde einem wieder warm werden, obwohl der Körper eigentlich auskühlt. Das passiert meist, wenn die Körpertemperatur unter 30 Grad fällt. Man fängt dann auch an, sich seltsam zu verhalten und verwirrt zu sein. Es kann sogar sein, dass man sich in dieser Verwirrung nackt auszieht, weil man das Gefühl hat, es wäre einem viel zu heiß und dadurch schneller erfriert. Dieses Phänomen nennt sich paradoxes Entkleiden. Das kann mir zum Glück nicht passieren, denn ich dusche nackt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was erzählt er als nächstes? Dass er nackt geboren wurde? Dann frage ich euch, welches Helium ihr benutzt, denn eure Stimme klingt mega seltsam. Mein Kälteempfinden hat sich spürbar verändert. Okay, es sind 4 Grad draußen und mir ist nicht kalt. Ich spaziere im T-Shirt rum. Das sind halt schon so ein paar Effekte, die man auch spürt, dass einem draußen nicht mehr so schnell kalt wird. Ich habe jetzt natürlich trotzdem Gänsehaut, aber es ist anders. Es ist angenehm, so wie wenn im Sommer einem angenehm kühl wird, weil ein kalter Wind geht. Es ist schon ein deutlicher Unterschied. Dieser Effekt ist ganz anders als das Nicht-Wahrnehmen-Können der Wassertemperatur während des 60-Tages-Experiments. Ich spüre weiterhin Temperaturunterschiede. Ich merke, dass es kalt ist, aber es stört mich nicht. Und ich kann ohne Probleme bei eigentlich schon Wintertemperaturen im T-Shirt draußen rumlaufen. Und dabei fällt mir Pia ein. Das ist keine Abkürzung. Während der Schule in der 11. Klasse war meine Freundin Pia für 1 Jahr als Austauschschülerin in Kanada. Und als sie wiederkam, lief sie bei 15 Grad im T-Shirt rum, während ich Pullover und Jacke anhatte. War sie ein komplett gestörter Psychopath oder gibt es einen anderen Grund? Nee, die waren komplett gestörter. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich der Körper an Kälte gewöhnen kann, wenn man ihr regelmäßig ausgesetzt ist. Zum Beispiel durch kaltes Duschen oder andere Kältereize. Diese Gewöhnung wird als Habituation bezeichnet. Dabei reagieren Körperfunktionen wie Herzschlag oder Atmung mit der Zeit weniger stark auf die Kälte. Ah, okay. Das heißt, Pia war doch kein komplett gestörter Psychopath.
sondern in einer Umgebung, in der es bis zu minus 20 Grad kalt war. Ihr Körper musste sich warm halten, damit sie draußen nicht fror. Und je öfter der Körper das machte, desto besser wurde er darin, sich zu wärmen. Also ein bisschen wie ein Ofen, der immer schneller angeht und immer schneller warm wird. Außerdem gewöhnt sich auch das Gehirn daran. Es merkt sich, wie sich kalt anfühlt und ändert die Einstellung. Was früher eiskalt war, fühlt sich jetzt nur noch frisch an. Und als Pia dann wieder zu uns nach Hause kam und es draußen 15 Grad plus war, fühlte sich das für ihren Körper nach Hochsommer an. Sie war ja wirklich auf diese Kälte trainiert. Also T-Shirt. Sie ist ein schönes Beispiel dafür, wie anpassungsfähig der menschliche Körper ist. Solche Temperaturanpassungen werden immer wieder in Experimenten untersucht. Eine Studie von 2005 weist darauf hin, dass kaltes Duschen an 4 aufeinanderfolgenden Tagen die Reaktion von Herz und Atmung auf ein 3-minütiges Bad in nur 10 Grad kaltem Wasser deutlich abschwächt. Also wie stark und schnell hängt natürlich von Person und Bedingung ab, aber man kann diese Reaktion auf Kälte wohl deutlich trainieren. Okay, cooles Musikstück, reicht jetzt aber auch. Also, das heißt, regelmäßiger Kältekontakt, etwa durch kaltes Duschen, kann den Körper weniger empfindlich für Kälte machen. Für genauere Erkenntnisse sind noch weitere Studien nötig. Okay, machen wir erstmal weiter mit meinem Lieblingseffekt und auch deinem. Ja, doch, vertrau mir. Eine Sache, die ich auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe noch so eine kleine Challenge vor mir. Also noch so eine Herausforderung. Und das spornt schon irgendwie an. Man hat noch was man heute schaffen kann. Chichester. Das klingt wie eine leckere Soße oder so eine überhypte Modemarke. Ist aber eine kleine englische Stadt mit einer winzigen Universität, die eine mikroskopische Studie gemacht haben. Dafür tauchten gesunde Studierende unter Aufsicht für wenige Minuten in 10 Grad kaltes Wasser. Vorher und nachher wurden Puls, Blutdruck sowie ihre Gefühle, aber auch Stresslevel und Stolz über Fragebögen gemessen. Die Ergebnisse zeigten, trotz Stress am Anfang führte diese Herausforderung, in das 10 Grad kalte Wasser zu gehen, zu Glücksgefühlen und mehr Selbstvertrauen. Und das kommt mir noch ziemlich bekannt vor. Es ist minus 2 Grad. Mir ist warm. Und ich hatte gestern das erste Mal Glücksgefühle beim Duschen oder auch danach. Ich werde jetzt mal beobachten, ob das öfter vorkommt. Mehrere kleine Studien weisen darauf hin, dass wenn man kurz in kaltes Wasser springt, man sich danach energiegeladener, glücklicher und weniger gestresst fühlt. Der Grund ist unser inneres Alarmsystem. Unser Körper reagiert auf den Kälteschock wie auf so eine Mini-Notlage. Er schüttet erstmal Stresshormone aus und direkt danach Glückshormone, um sich zu beruhigen. Dieser natürliche Gegenimpuls sorgt dann für unser Hochgefühl, was wir dann empfinden. Okay, Notlage klingt nicht gesund. Ist das wirklich gut für uns? In Maßen ist es tatsächlich gesund. Beispielsweise 30 Sekunden lang kalt zu duschen. Das kann die Durchblutung fördern, das Immunsystem anregen und die Stressresistenz trainieren, also wie gut wir auf Stress reagieren. Oder es kann dafür sorgen, dass man unter der Dusche schreit. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Man sollte es auf gar keinen Fall übertreiben. Und Menschen mit Herzproblemen oder Bluthochdruck sollten da besonders vorsichtig sein. Also so ein kurzer Kältekick kann gesund sein und die Laune heben. Es ist aber wichtig, dass ihr besonders auf euren Körper hört und im Zweifel sofort abbrecht. Okay, kalt duschen scheint wirklich glücklich zu machen. Und auch ich spüre diesen Effekt jetzt jedes Mal eindeutig. Aber wie bei einem Kaffee am Morgen wirkt das nur kurzfristig. Morgens geduscht bin ich gut drauf für ein paar Stunden und ohne Dusche am Morgen spüre ich gar keinen Effekt. Aber so ein Glücksvorrat an kalte Duschen und guten Gefühlen für mehrere Tage lässt sich leider nicht anlegen, denn der Körper reagiert jedes Mal neu. Trotzdem lohnen sich diese mindestens 30 Sekunden kaltes Abduschen, denn wer regelmäßig kalt duscht, trainiert damit sein Stresssystem, ähnlich wie Muskeln beim Sport. Mit der Zeit wird man widerstandsfähiger und man kommt schneller in Schwung und ist einfach weniger gestresst. Tatsächlich kommt auch etwas anderes in Schwung und damit habe ich gar nicht gerechnet. Kommen wir zum vielleicht interessantesten Effekt. Das Immunsystem. Nie wieder krank sein, für immer gesund, mit Kälteschocks. Wie sieht's da aus? Ja, es stimmt. Ich werde nie wieder krank sein. Mein Immunsystem ist nach 2 Jahren Kaltduschen eine Festung gegen jede Art von Viren. Mir kann keine Krankheit mehr etwas. Während mein kompletter Freundeskreis im Winter nach und nach komplett peinlich mit Schnupfen, Husten und Grippe flach liegt, bin ich gesund und strotze vor Energie. Mein gesamtes Umfeld ist krank. Alle.
Es ist total heftig und zwar so richtig schlimm krank, zu unangenehm krank. Und ich nicht. Und das jetzt auch über Wochen hinweg, wo wirklich alle umkippen. Keine Ahnung, ob das am Kaltduschen liegt. Aber es ist gerade die einzige Sache, die ich krass anders mache als die anderen. Ich mache parallel auch noch Yoga. Aber ich wüsste nicht, ob das so einen krassen Effekt darauf hat. Weiß ich aber nicht. Und naja, selbst meine befreundeten Sportlerfreunde sind gerade krass krank. Genau, weil wir sind beide oder alle ähnlich viel unterwegs gerade, treffen ähnlich viele Menschen. Aber ich scheine der Einzige zu sein, der irgendwie gerade immunsystemmäßig sich da raushalten kann. Das Einzige, was ich habe, ist ein bisschen die Nase zu. Aber ich habe halt nicht dieses schlimme Fieber, Grippe, im Bett liegen für eine Woche und nichts mehr können. Und da bin ich gerade sehr froh drüber. Und sollte das wirklich mit diesem Kaltduschen zu tun haben, also für mich gibt es immer weniger Gründe, damit aufzuhören. Das Anfang war halt das Schwerste. Aber, ne, schön warm anfangen und dann ab in die Kälte. Das klappt für mich super. Hätten meine Freundinnen und Freunde mal kalt geduscht, wäre ihnen das nicht passiert. Tja, lieber Freundeskreis, ihr seid ein Haufen peinlicher Versager. Da, ich hab's gesagt. Ja? Hä? Warst du nicht letzte Woche auch total krank? Ja und? Das beweist überhaupt nichts. Ja, das war sehr großspurig. Vor ein paar Tagen. Es hat mich dann doch eingeholt. Also scheint es in diesem Fall diesen Virus nicht abgeschreckt zu haben. Mein Immunsystem fühlt sich gerade nicht so an, als könnte es gut den Virus weghauen und ich könnte hier entspannt weiter durch die Welt gehen. Nee, ich liege gerade einfach 5-6 Stunden am Tag im Bett. Jetzt mache ich hier ganz schnell E-Mails und alles, was wichtig ist für meine Selbstständigkeit. Und dann gehe ich wieder ins Bett und hoffe, dass das schnell besser wird. Und vielleicht bin ich ja kürzer krank. Aber ja, ich war jetzt lange nicht mehr so fies erkältet. Also zumindest hat es sehr lange gedauert. Das ist meine letzte Aufnahme mit Stimme gewesen, denn die verliere ich danach für einen Moment. Es erwischt mich direkt zweimal hintereinander und zwar so heftig, dass ich das nächste Video um 4 Wochen verschieben muss. Und als dann noch private Umstände dazukommen, verzögert sich das Ganze insgesamt um 2 Monate. Und nicht nur das, meine komplette Arbeit als Selbstständiger kommt zum Erliegen. 2 Monate keine Einnahmen, das macht zusätzlich auch noch Existenzängste. Zum Glück ist es bald vorbei. So, das war jetzt mein erstes Mal wieder duschen mit richtig krass kalt abduschen. Ich habe, während ich jetzt krank war, ich hatte Influenza B, also mich komplett aus dem Leben geschossen, so eine Hardcore-Grippe. Da habe ich es mir nicht angetan, mich kalt abzuduschen. Wenn ich überhaupt geduscht habe, habe ich lauwarm geduscht. Das war jetzt echt krass. Das war jetzt echt krass. Es hat mich so aus dem Leben geschossen. Also erstmal diese krasse Krankheit, trotz kalt duschen. Dann die privaten Sachen. Also es war so eine Mischung aus Krankheit und krasser Angst und krassen Sorgen. Ich merke auch, dass ich jetzt immer noch nicht ganz wieder da bin. Also den Dopaminkick hatte ich jetzt nach dem Kaltduschen gerade auch nicht, aber ich glaube, dafür ist einfach privat zu viel gerade los. Ich fühle mich aber körperlich besser. Also ich merke, dass meinem Körper das gut getan hat jetzt, dieses kalte Abduschen am Ende. Wird hoffentlich alles wieder. Man muss dazu sagen, dass ich fast den ganzen Winter gesund war. Und ja, mein Immunsystem mag vielleicht abgehärtet sein gegenüber einem leichten Schnupfen, aber ganz ehrlich, wie soll es mit so aggressiven Viren wie der Influenza umgehen? Das lässt sich gar nicht wirklich stärken. Also gegen Influenza kann man sich... Oder gibt es da einen Trick? Wo ist mein Videorekorder schon wieder? Boah, ich muss endlich aufräumen. Es gibt viele wissenschaftlich belegte Möglichkeiten, das Immunsystem natürlich zu stärken. Eine ausgewogene Ernährung bildet die Basis. Sie unterstützt die Schleimhäute und Abwehrzellen. Regelmäßige Bewegung, selbst wenn es nur tägliche Spaziergänge sind, bringen das Immunsystem in Schwung. Guter Schlaf ist ebenso wichtig, denn nachts arbeitet unsere körpereigene Abwehr auf Hochtouren. Auch Sonnenlicht spielt eine entscheidende Rolle, da es die Vitamin-D-Produktion ankurbelt. Wer zusätzlich Stress durch Entspannungstechniken reduzieren kann und abwechselnd warm und kalt duscht, gibt seinem Immunsystem den perfekten Rundumschutz. Klar, gesunde Gewohnheiten wie Kaltduschen oder Sport machen sind toll, aber gegen echte Grippeviren reichen sie nicht. Diese fiesen Viren lassen sich nur mit 2 Dingen besiegen. Entweder der Körper kennt sie schon von der früheren Infektion und hat Antikörper, oder man lässt sich impfen. Und bevor ihr jetzt mit konstruktiven und hoffentlich lieben Kommentaren kommt, komme ich zum Fazit. 2 Jahre kalt duschen. Welche Superkräfte konnte ich aufbauen? Keine. Dauerhaft gesund war ich nicht, aber es stimmt, dass ich mich insgesamt fitter fühle, seit ich wechseldusche. Und auch andere Effekte wie den besseren Start in den Tag, das Glücksgefühl und die straffere Haut sind geblieben.
Okay, die Effekte haben sich jetzt nicht verstärkt über die Zeit, aber sie sind halt nicht verschwunden. Daher wird das eiskalte Abduschen weiterhin zu meiner morgendlichen Routine gehören. Das ist gesundheitlich und wissenschaftlich auch die vernünftigste Variante. Das heißt nicht, dass es für alle funktionieren muss, aber ich finde es super. Also, ich kann euch nur empfehlen, seid nicht zu hart zu euch. Warmduschen macht auch glücklich, muss man halt nur gucken, dass die Haut nicht so austrocknet. Bis bald.